Du spielst mit dem Gedanken, Architektur zu studieren oder studierst bereits Architektur und heute geben wir dir 7 Gründe, warum du besser nicht Architektur studieren solltest. Herzlich willkommen bei Architekt von Morgen. Ich bin Jan. Und ich bin Robert und wir wünschen dir ganz viel Spaß in diesem Video. Bevor wir es vergessen, möchten wir dich noch bitten, unseren Kanal zu abonnieren und auf die kleine Glocke zu drücken. Damit hilfst du nicht nur uns, sondern unterstützt die gesamte Community. In diesem Video wird es erstmal ganz klar nur ums Studium gehen. Im späteren Berufsleben könnt ihr das Ganze dann eben auch weiter differenzieren. Ein ganz wichtiger Skill, den wahrscheinlich jeder Student braucht, ist Durchhaltevermögen. Wenn du das nicht hast, dann wird es generell schwierig zu studieren, weil du dich natürlich mit ganz vielen neuen Thematiken auseinandersetzen musst. Das ist in der Architektur ein besonders wichtiger Punkt, weil neben dem ganzen Architekturlernen musst du auch noch sehr viele, Methodenkompetenzen aufbauen. Das heißt, du musst neue Programme kennenlernen, du musst lernen, wie man Modelle baut, du musst präsentieren lernen und das ist eine ganz breite, sehr interessante Gegend, in der man sich da bewegt. Jedoch, wenn du nicht diese Bereitschaft mitbringst, dich mit ganz vielen neuen Thematiken auseinanderzusetzen, dann solltest du vielleicht nicht Architektur studieren. Kommen wir zu Punkt 2. Du wirst viel deiner Zeit am PC verbringen. Wenn also viel auf einer Stelle sitzen, was du ja notgedrungen am Schreibtisch meistens tust, nichts für dich ist, dann solltest du dir das Ganze nochmal überlegen. Es ist natürlich so, dass man auch viel vorbeugen kann, indem man zwischendurch mal aufsteht, Übungen macht, vielleicht auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch hat oder so. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der schnell Probleme mit seinem Rücken hat. Jedoch am Ende des Tages sitzt du immer noch am PC und du wirst auch viel sitzen. Von daher, wenn du so ein hibbeliger Mensch bist, der nicht länger als eine halbe Stunde ruhig sitzen kann, ich glaube, dann wird es ein bisschen schwierig. Ein weiterer Skill, den du wahrscheinlich brauchen wirst im Studium der Architektur, ist es, auf Knopfdruck kreativ zu sein. Versteh das nicht falsch, es geht jetzt nicht darum, dass du der kreativste Künstler bist und die buntesten Bilder malst, sondern es geht eher um eine Art kreatives Problemlösen. Wenn du kein Interesse daran hast, dich mit Prozessen auseinanderzusetzen und dir zu überlegen, wie könnte man diese Probleme lösen, auf eine kreative Art und Weise, dann wird es vielleicht nicht unbedingt dir leicht fallen, dieses ganze Studium der Architektur. Wo wir schon beim Thema Prozesse sind, solltest du außerdem Interesse haben an Menschen und deren Abläufe. Gerade der Mensch ist immer ein zentrales Thema in der Architektur, weil die Architektur eben dafür da ist, den Menschen überhaupt irgendwie zu beherbergen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Prozesse, mit denen sich Architekten auseinandersetzen müssen. Das kann zum Beispiel die Familie sein, die zu Hause wohnt, wo man überlegt, wie könnte man die Räume anordnen, damit das ein familiengerechtes Zuhause ist. Oder man denkt an ein Bürogebäude oder an eine Industriehalle und sagt, wie könnte man die Architektur so gestalten, dass die Arbeitsprozesse effizienter werden. Also wenn das Interesse für die Menschen nicht da ist, dann wirst du es nicht gerade leicht haben im Architekturstudium. Ein ganz wesentlicher Punkt in der Architektur ist neben dieser Betrachtung von Menschen und deren Abläufen auch die Betrachtung von technischen Problemen und deren Lösung. Also das Interesse für Technik und für Konstruktives solltest du auch mitbringen für das Architekturstudium. Weil selbstverständlich muss ein Haus auch irgendwie gebaut werden und funktionieren und wasserdicht sein, thermisch dicht sein und wenn du da kein Interesse hast, dich mit solchen Thematiken auseinanderzusetzen, dann wird es natürlich schwierig im Architekturstudium, weil es ein ganz wesentlicher Teil ist. An der Stelle möchte ich auch gerne nochmal daran erinnern, dass auch hinterher, nach dem Architekturstudium im Berufsleben, das alles ganz anders aussehen kann. Es gibt auch ganz viele verschiedene Berufe, wo du hinterher als Architekt arbeiten kannst und gar nicht mehr diese kreativ-konstruktiven Problemstellungen beantworten musst. Von daher, wir reden hier bewusst nur vom Studium, aber halt das immer im Hinterkopf. Neben den Punkten, die wir bis jetzt genannt haben, gibt es auch ganz wichtige Eigenschaften, die besonders wichtig sind, wenn du Architektur studierst. Zum Beispiel musst du teamfähig sein, denn die meisten Projekte, die zunächst mal auf dich zukommen, sind meistens in Teamarbeit. Außerdem wirst du später im Berufsleben natürlich auch im Büro sehr oft mit anderen Personen zu tun haben und deswegen ist im gesamten Bereich der Architektur die Teamfähigkeit, glaube ich, sehr wichtig. Wenn man jetzt andere Studiengänge heranzieht, wie zum Beispiel Jura oder Medizin, wo du auch als Einzelläufer oder Einzelgänger so ein Studium super durchziehen kannst und immer nur vor deinen Büchern hängen kannst, das funktioniert in der Architektur überhaupt nicht. Wir haben beide schon viele Erfahrungen gemacht mit unterschiedlichsten Projektpartnern und mal funktioniert es besser, mal funktioniert es schlechter. Nur wenn man auch gut befreundet ist mit einem Partner, heißt es auch noch nicht, dass das im Projekt gut funktioniert. Also da können wirklich Nerven hinterher blank liegen. Von daher, wenn ihr nicht teamfähig seid, dann erspart euren Kommilitonen den Stress und studiert am besten gar nicht erst Architektur.
Eine weitere Eigenschaft, die ihr auf jeden Fall mit euch bringen solltet, ist Kritikfähigkeit. Die Professoren sind in der Universität genau dafür da, um das, was ihr euch gedacht habt, auf Wasserdichtheit zu überprüfen. Das heißt, grundsätzlich werdet ihr geradezu anfangen, wenn ihr euch noch nicht so mit der Thematik auskennt und überhaupt mit dieser Denkweise angefreundet habt, sehr oft auf die Mappe kriegen. Ist auch gar nicht schlimm. Das muss man nur erstmal irgendwie verstehen. Ja, das darf man nicht persönlich sehen. Also es kommt natürlich auch sehr, sehr stark auf die Persönlichkeit des Professors an. Jedoch haben wir schon alles mitbekommen, sag ich mal, den lieben und den bösen Professor, der dann vielleicht mal ein bisschen strengere Antwort gibt oder vielleicht einfach mal ein bisschen direkter ist. Wir haben auch schon viele Gespräche mitbekommen, wo Studenten auch gefragt wurden, bist du dir überhaupt sicher, dass du Architektur studieren möchtest? Das ist vielleicht gar nicht mal eine böse Frage, das ist vielleicht eine ganz ehrliche Frage, die der Professor dir dann stellt. Nur wenn du das dann sehr persönlich nimmst und dich dann angegriffen fühlst und damit nicht umgehen kannst, dann wird es ein sehr, sehr nervenaufreibendes Studium für dich. Zu guter Letzt solltest du dir vielleicht überlegen, ob du Architektur studieren willst, wenn Präsentieren nichts für dich ist. Gerade im Studium sind die ganzen Projekte eigentlich immer darauf basiert, dass ihr eine Zwischenpräsentation und eine Endpräsentation halten müsst. Wenn du jetzt ganz introvertiert bist und sagst, das ist überhaupt gar nichts für mich, vor mehreren Leuten zu sprechen, dann solltest du dir das Ganze vielleicht nochmal überlegen. Für die einen ist es der Fluch, für andere ist es der Segen. Meistens ist im Architekturstudium die Anzahl der Klausuren deutlich geringer als in anderen Studiengängen. Also ich glaube, wir haben das ganze Studium vielleicht 12 Klausuren oder so geschrieben. Das ist wirklich deutlich weniger, schreiben manche in einer Prüfungsphase in anderen Studiengängen. Dafür müssen wir halt sehr, sehr kontinuierlich und auch mit viel Zeitaufwand an Projekten arbeiten. Und wie Jan schon gesagt hat, ganz am Ende musst du es halt jemandem verkaufen und vorstellen. Und wenn du jetzt schon aus der Schule weißt, Referate, da dreht sich bei mir alles im Magen um, ich bin lieber der vor seinem eigenen Blatt seine Klausur unterschreibt, dann wollen wir dich vielleicht motivieren, das als Chance zu sehen, aus dir herauszukommen und auch diese Präsentierfähigkeit zu lernen, weil meiner Meinung oder unserer Meinung nach ist das sehr wichtig. Jedoch, wenn du sagst, das geht gar nicht, allein die Vorstellung, da dreht sich alles im Magen um, dann ist das vielleicht einfach nicht der richtige Studiengang für dich. Hab immer im Hinterkopf, aus der Komfortzone rauszukommen, kann auch eben was Positives haben und man wächst eben auch irgendwie an den Anforderungen und wenn man gefordert ist, wird man auch gefördert und deswegen wollen wir euch natürlich auch ermutigen. Wir hoffen, dass wir dir jetzt nicht irgendwie den Graus Architekturstudium hier bereitet haben, sondern dass wir dich vielleicht trotzdem motivieren können, sich diesem Studium zu stellen. Vielleicht gehörst du ja auch zu denjenigen, die sagen, ach super, ich bin teamfähig, ich habe Bock auf kreative Problemstellungen, ich interessiere mich für Technik und Menschen und selbst wenn es mal den einen Punkt gibt, wo du sagst, boah, so ganz sicher bin ich mir nicht, ob ich dem gewachsen bin, dann ist das auch überhaupt nicht schlimm. Also wenn wir jetzt zurückblicken, wo wir angefangen haben zu studieren, wo wir da gestanden haben und wo wir jetzt stehen und wie man sich weiterentwickelt hat, das ist ja überhaupt nicht mehr vergleichbar. Von daher, give it a try und vielleicht sehen wir dich in der Zukunft als Kommiliton. Das würde uns sicherlich freuen. Und falls du noch neu bist auf unserem Architekturkanal, schau gerne mal vorbei. Es gibt viele spannende Themen, die du hier sehen kannst und wir freuen uns, wenn du dabei bleibst. Genau, außerdem haben wir schon mal ein Video gemacht, wo wir alle Fragen über das Architekturstudium geklärt haben. Wenn du unten reinguckst, dann klick den Link und dann erfährst du mehr. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.